Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bekommt ihr eine kleine Übersicht zu den Mastery Challenges und einen kleinen Guide, wie ihr das am besten lösen könnt. Auf meinem Kanal bekommt ihr natürlich die volle Ladung Assassin's Creed Lore, News und Rätsel, ganz klar. Dementsprechend, wenn ihr da nichts verpassen wollt, einfach ein Abo da lassen. Aber jetzt legen wir los. Was braucht ihr denn für die Mastery Challenge? Naja, ihr müsst erstmal den Patch 1.22 runterladen, ganz klar. Und ihr müsst Level 221 sein. Und die beiden Regionen Lagorchester und Granta Bridge abgeschlossen haben. Danach kommt eine Quest. Und wenn ihr die erledigt habt, dann könnt ihr die Sequenz starten und dann werdet ihr auf die gute alte Frau Hilderan treffen. Dann werdet ihr ein paar Dinge erleben und dann steht die Hütte in eurer Siedlung auf der Seite von den ganzen Expansions vom Festplatz. Und dann könnt ihr anfangen, die Schreine abzuklappern. Das Ganze wird erst nach und nach freigeschalten, das heißt also, ihr könnt nicht alle 5 Schreine sofort machen, sondern müsst einen nach dem anderen erledigen. Den ersten Außenposten, der ist auch markiert, den findet ihr in Schobeschir. Den Venlokan-Außenposten, der ist in der Nähe von dem Aussichtspunkt beim Hügeltor. Der zweite Schrein ist in Nottinghamshire, direkt im Norden bei der Odin-Mine. Da ist auch ein Aussichtspunkt und der Ort heißt auch Odin-Mine. Den dritten Punkt, den finden wir ganz easy direkt in Lunden an der Südostspitze. Der vorletzte Schrein ist in Hamptonshire und zwar so ein bisschen nordwestlich, südlich vom Cullever Außenposten und so heißt auch der Schrein. Und der allerletzte ist in Lagorchester und zwar ganz im Norden bei dieser Festung, die man auch in der Story einnehmen muss. Dort gegenüber auf einer kleinen Insel befindet sich dann der Schrein. Für die Story müsst ihr zum Glück nicht alle Goldmedaillen bekommen, weil das würde sonst sehr, sehr lange dauern. Aber ihr braucht mindestens 15 Bronzemedaillen, soweit ich weiß 9 Silbermedaillen und, das weiß ich nicht mehr, 3 bis 6 Goldmedaillen. Korrigiert mich da gerne, aber so viel braucht ihr auf jeden Fall. Kann auch sein, dass ihr keine braucht. Das sind auf jeden Fall die Notwendigkeiten und dann werdet ihr am Ende der Story, ihr werdet zurückkommen zur Siedlung und dann mit Hilderan sprechen und dann werdet ihr, ja, das Tor aufmachen, was ihr da entdeckt habt. Und was da ist, das werdet ihr dann später sehen. Ich hoffe, ihr habt euch noch nicht gespoilert. Wir werden in einem anderen Video über die möglichen Theorien sprechen und was da sein könnte und so. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Und natürlich kommen wir jetzt zur Sache, die euch alle interessiert, nämlich die Tipps zu den Mastery Challenges. Wie kann man diese Prüfungen alle auf Gold machen? Unglaublich schwer. Ich werde euch heute allgemeine Tipps geben, die ihr in jeder Prüfung verwenden könnt. Und zu den Prüfungen werde ich dann halt noch einzelne Videos hochladen. Das heißt also, das Einzige, was ihr machen müsst, Abo dalassen, Glocke aktivieren und dann verpasst ihr das auf jeden Fall nicht. Denn ich habe wirklich jedes Event, jede Prüfung in Gold geschafft. Dazu auch ein Video gemacht und das kommt halt dann die nächsten Stunden und Tage online. Aber jetzt zu den Tipps. Der allererste Tipp ist super simpel, ist aber geduldig sein. Gerade bei den Rabenprüfungen müsst ihr geduldig sein. Ihr müsst herausfinden, wo die Gegner langlaufen. Ihr müsst da wirklich lange warten. Ich hatte wirklich mehrere Stunden, die ich da schon investiert habe. Ich glaube 10 oder 12 Stunden habe ich jetzt in die Mastery Challenge investiert. Und das hat sich gelohnt. Der zweite Tipp ist ein bisschen präziser. Nutzt eure Fähigkeiten und eure Umgebung. Super wichtig, gerade auch in Szenarien, wo ihr zum Beispiel die Gegner mit Feuer töten müsst. Ja, da müsst ihr einfach die Umgebung nutzen. Gerade bei den Bärenprüfungen, ich habe es jetzt hier mal vielleicht eingeblendet, wirklich die Umgebung nutzen. Ja, ihr müsst gar nicht so viel machen. Manchmal müsst ihr einfach nur dastehen, euch gut hinstellen, in eine gute Richtung bewegen und dann brennen die Gegner zum Beispiel schon von alleine und ihr erfüllt eine der Bedingungen für die Prüfung. Außerdem die Fähigkeiten nutzen, ja, nicht immer so nutzen, wie man vielleicht es denkt. Zum Beispiel hier in der Situation habe ich die Gegner angeschossen mit einem Giftpfeil, nicht direkt, sondern einfach nur in der Mitte. Dadurch sind die nach hinten gerutscht und ich konnte dann mit einem weiteren Pfeil auf die Fässer schießen, sodass sie durch eine Sprengexplosion gestorben sind, weil das war das Goal, das war das Ziel. Ja. Einfach nachdenken, okay, für was kann ich meine Fähigkeit noch anderweitig benutzen? Genau. Der dritte Tipp, und das hatte schon so ein bisschen was mit dem ersten zu tun, analysiert eure Gegner tatsächlich. Was sie machen, gerade bei den Rahmenprüfungen, was auch bei den Bärenprüfungen, ja. Was für Konter machen sie, was für Attacken machen sie, wann könnt ihr angreifen. Es kommt also nicht von ohne und ihr müsst wahrscheinlich das Ganze wiederholen, mehrmals gewisse Events, weil ihr einfach natürlich vielleicht noch nicht wisst, wie der Gegner agiert, wann man zuschlagen kann. Denn jeder Gegner hat mindestens immer eine Attacke, die ihr safe blocken könnt. Beziehungsweise der Gegner hat immer einen Weg, wo er irgendwann alleine steht, wo ihr dann, sage ich mal, als Assassine denjenigen leise und heimlich eliminieren könnt, ohne dass die anderen den sehen. Das gibt's immer. Dementsprechend
da wirklich die Gegner analysieren und mehrmals leider wahrscheinlich das ganze Ding spielen. Und jetzt kommen wir zu meinem vierten Bonustipp in Anführungsstrichen. Solltet ihr zum Beispiel einen Bug haben oder sollte aus irgendeinem Grund zum Beispiel eine Person nicht im Lager sein, beziehungsweise sollte vorher schon gestorben sein aus irgendeinem Grund, dann würde ich euch empfehlen, das ganze Spiel einfach mal neu zu starten. In den meisten Fällen hilft es auch, dass sie nicht mehr rumbuggen. Leider in meinem Fall war das schon mal so ein bisschen buggy. Schwierig. Aber das hat mir auf jeden Fall was gebracht. So, Freunde, wenn ihr jetzt alles geschafft habt, alles auf Gold, beziehungsweise die Story auch abgeschlossen habt, was passiert dann mit Hilderan? Ja, ganz einfach, die bleibt natürlich in der Siedlung. Sie wird immer noch für euch da sein und hat für euch ja ein paar Sachen im Lager. Und die schauen wir uns heute mal an. Zumindest fast alle, außer ein Tattoo und ein Dolch. Aber das ist erstmal kein Problem. Wir fangen nämlich an mit einem Dolch aus Alfheim, aus einer der neuen Welten, den Lichtalben Alfheims entrissen. Und das ist ein interessanter Dolch. Du erhältst Gesundheit durch einen Kombi-Abschluss. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass das ein Attentat sein könnte. Das heißt, du tötest jemanden und wenn du danach noch jemanden zweiten tötest, dann kriegst du Gesundheit, was ich ganz cool finde. Also für ein Assassinen-Set, glaube ich, sehr, sehr nice. Die abgegradete Version sieht irgendwie genauso aus wie vorher, auch außer das Bild. Das sieht halt so ein bisschen geiler aus. Keine Ahnung warum, aber ganz nett. Und da schauen wir uns jetzt mal die nächsten Waffen an. Nämlich Swords Gnade, und das ist natürlich definitiv ein Hinweis auf das neue Drittel-DLC in Muspelheim. Ganz sicher, niemand kann Swords Gnade entkommen. Und hier, Feuerschaden wird erhöht, wenn die Waffe in Flammen steht. Also das passt super zum Helheim-Set, gar keine Frage. Und wir haben noch eine Waffe hier aus dem Set, aus dem Shop von Hilderan, das super mit dieser Waffe passt einfach, ja. Und das gucken wir uns mal an, aber auch hier die upgradete Version sieht so viel krasser aus als diese Basic-Version. Mega schön auch. Es sieht so ein bisschen aus, als würde das Metall anfangen zu glühen, als wäre das aus der Lava entrissen worden. Ich meine nämlich die Bartaxt Broxstolz in den Schmiedefeuer Niedervelliers gefertigt. Und Niedervellier ist die Welt der Zwerge. Und hier die Feuereffektivität wird erhöht, wenn die Waffe in Flammen steht. Also da auch nochmal quasi die Effektivität wird erhöht und der Schaden wird erhöht. Also eine super Kombi mit dem Flegel von Sword, ja, sehr, sehr nice auf jeden Fall, glänzt auf jeden Fall sehr nice und auch das Upgrade ist jetzt nicht so krass, aber bringt so ein paar schönere Zielelemente. Und hier der letzte Dolch, der eigentlich sehr interessant ist, aber ich kann leider die Beschreibung nicht komplett lesen. Du verlierst Gesundheit, wenn du mit einem Nahkampfangriff triffst und Nahkampfschaden wird erhöht, wenn du triffst wahrscheinlich, habe ich jetzt nicht ganz gesehen. Ja, ganz okay, dazu noch ein Tattoo von Odin, aber die kommen ja zum Schluss. Und dann kommen wir zu den Bögen. Hier fangen wir an mit dem eisigen Todherr, ein Fundstück aus einer Höhle in Jötunheim. Ich finde, dieser Bogen sieht sehr nice aus. Kritischer Schaden wird durch Schwachpunkttreffer erhöht. Wir haben auch in einigen Prüfungen mussten wir Schwachpunkttreffer erzielen, um die Prüfung zu lösen und zu gewinnen. Hier Bonus plus 15% kritischer Schaden und geht 10 Sekunden. Ich finde auch die abgegradete Version sieht fantastisch aus. Ich finde, es ist einfach ein schönes Design. Interessant auch mit den Sehnen, die nochmal verlängert wurden. Sehr geil auf jeden Fall und ist ein Jagdbogen, Freunde. Also genau mein Ding. Und der letzte Bogen in der ganzen Reihe ist Trims Zorn, ein mythischer Raubtierbogen. Der König Jötunheims benutzte dies, um den Frieden zu wahren. Und man sieht dort einfach sogar Thors Hammer. Ziemlich komisch, weil Jötunheim, also der König von Jötunheim, der eigentlich gegen die Aesir ist, also gegen die ISO von Asgard. Kritische Chance wird bei Kopfschüssen erhöht. Ja, plus 10 kritische Chance, geht 15 Sekunden. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein richtig, richtig geiler Bogen. Ich feiere den jetzt schon auch vom Look. Ich glaube, ich werde den mal nutzen. Ich werde die beide mal nutzen. Und auch die upgradete Version, wie gesagt, mit dem Hammer von Thor und mit dem extra Leuchten. Ist schon nice. Ist schon ein richtig geiler Bogen. Ich hätte mir gedacht, oder ich hätte mich auch gefreut, hätten wir als Mentoren einen Bogen gemacht. Aber wir haben eine Waffe gemacht und dazu komme ich auch nochmal in einem anderen Video. Nächste Woche dann. Ja, und das sind die Waffen. Wir kommen jetzt zu den Tattoos noch schnell. Und auch hier natürlich, man sieht es, ja, alles sehr augenlastig. Man hat sogar hier am Auge direkt ein kleines Tattoo. Jetzt nichts Besonderes. Ich kann nichts erkennen. Ich sehe halt einfach wirklich ein gezeichnetes Auge. Kann aber keine geheimen Nachrichten oder so entdecken. Das wäre irgendwie nochmal cool gewesen, vielleicht für die Odin-Rune. Ja, jetzt nicht so krass. Ich finde das Gesichtstattoo eigentlich ziemlich cool. Das kann man schon drauf lassen. Den Rest, ich finde den überflüssig, wenn man so viele Rüstungen im Angebot hat. Und sowieso der Shop überquillt voll Rüstungen. Von daher, warum braucht man Körpertattoos? Aber gut, das nächste sind nämlich, die letzten Sachen, die wir heute uns noch anschauen, sind die Cosmetics, also die Siedlungsbelohnungen. Ja, und da fangen wir gleich an mit der blauen Feuerstelle. Ich muss euch ehrlich sagen, ich dachte, das ist so ein Riesending. Auf einmal ist es nur so ein Zwerg. Und ich dachte mir so, jo, gut, der wird bestimmt mal eine ganze Siedlung erhellen. Ziemlich lustige Sache.
Dann haben wir eine feindliche Schildtrophäe. Hier ganz klar von den 3 Prüfungen her angelehnt einfach. Man hat das Wolfsfarbe, die Rabenfarbe und die Bärenfarbe ganz einfach in den Schildern hinterlegt. Und ganz cool eigentlich. Ziemlich nett. Würde ich mir jetzt, glaube ich, nicht in die Siedlung packen. Aber machen wir weiter mit dem nächsten. Und zwar mit der Tapferkeit der Valkyria-Statue. Die haben wir ja schon an den Schreinen gesehen. Das ist ja die Schreinsstatue. Und hier haben wir halt keine 3 Symbole dran. Man sieht sie nur leicht angedeutet. Ja, ganz nett. Ist okay, würde ich sagen. Und die vorletzte Siedlungsbelohnung ist der Baum mit blauen Laternen. Und den finde ich ganz cool, weil der hat nachts halt einen schönen Effekt. Ja, der hat so echt schöne Laternen, die halt blau leuchten mit blauem Feuer. Finde ich ganz cool. Das ist wirklich was Cooles, dass sie halt Siedlungsbelohnungen reinpacken, die nachts irgendwie auch leuchten und die Siedlung erhellen. Das ist irgendwie cool. Und jetzt zu guter Letzt natürlich noch den breiten Baum, nämlich einen Tundrabaum, der so ein bisschen Niflheim-Style hat. Also wir könnten theoretisch die ganze Siedlung jetzt hier in Eis wieder reinpacken. Vielleicht zum Julefest oder zum Winter. Mal gucken, ob da Schnee kommt in die Siedlung. Dann mache ich das auf jeden Fall. Ist ganz okay. Ja, und das waren so auf jeden Fall die ganzen Sachen zu der Mastery Challenge. Ich sag mal, das Konzept an sich wird euch in Erinnerung bleiben. Die ganzen Belohnungen und die Story dahinter, weiß ich nicht. Vielleicht kommt ja noch mehr. Vielleicht ist es auch ein Teaser für das 3. DLC. Das wäre sehr, sehr nice. Doch was ist eure Meinung? Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viele Bugs. Ja, die Umgebung ist zum Beispiel buggy. Das heißt also, wenn ich da jemanden getötet habe, hat das nicht gezählt. Oder Leute sind einfach gestorben, weil sie runtergefallen sind und dann unter die Map gefallen sind. Oder in einem Lager, wo ich eine gewisse Anzahl von Leuten töten musste, waren auf einmal 3 außerhalb der Zone, wo ich nicht hingehen konnte und ich konnte die noch nicht abschießen, also ich konnte nichts machen mit denen. Super ärgerlich. So eine Bugs hatte ich. Sonst war es eine super Sache, ein super Erlebnis. Ich hatte sehr viele frustrierende Momente, plus die Bugs hat das Ganze noch frustrierender gemacht, aber ich bin froh, dass ich das jetzt geschafft habe und der Effekt danach, wenn man es schafft, ist schon geil. Könnt ihr mir natürlich sagen, ob ihr es soweit geschafft habt, ob ihr soweit die Mastery Challenge erledigt habt. Und dann freue ich mich über die Glocke beim Abonnieren, ganz klar. Und wir sehen uns im nächsten Video zu den nächsten Guides, die Gold Guides. Wenn ihr da Probleme habt, dann schaut auf jeden Fall rein. Sollten auch, glaube ich, in der Beschreibung sein, wenn sie online sind. Also einfach mal vorbeischauen, wenn ihr ein paar Tage später reinschaut. Und das war's dann. Bis dahin, euer Pascal. Tschö mit Ö und ciao mit V.